Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein und aus diesem Moment heraus die Entfaltung der Weisheit zu erlauben, die zu euch spricht, da sie in euch ist. Wir möchten zunächst Bezug nehmen auf die Frage der Selbstverantwortung, auf die Frage der Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Wir möchten Bezug nehmen auf die Thematik, mit sich selbst ins Gericht zu gehen und zugleich mit sich selbst gnädig zu sein. Die Gnade, die göttliche Gnade, rieselt in jedem Moment auf dich, auf euch herab. Sie ist eure Existenz. Ohne diese göttliche Gnade würdet ihr nicht existieren in dieser Form, in diesem Körper, in diesem Erfahrungsreichtum. Alles ist göttliche Gnade. Und so kannst du fühlen, dass alles, was dir beschieden ist, deiner Dankbarkeit bedarf. Je mehr du dankbar sein kannst für jeden Moment, jeden Ausdruck des Seins, jeden Ausdruck des Lebens und Erlebens, desto tiefer kannst du dein Geführtsein fühlen, desto weniger versuchst du, alles mit Sinn zu ergeben. Will sagen, der Sinn ergibt sich selbst aus dem, was ist, aus dem, was geschieht, in dem Moment, in dem du annehmen kannst, in dem Moment, in dem du keine Erfahrung mehr oder weniger schätzt, keine Erfahrung als besser, als schlechter wertest. Der Sinn ergibt sich dir aus sich heraus. Versuchst du Sinn zu ergeben, versuchst du Sinn zu finden, so katapultierst du dich aus dem Einssein heraus, denn du trennst dich ab von dem Geschehen und versuchst individuell, einzeln zu sein. Alles gehört zusammen, alles ist zusammengefügt, wie es zusammen ist. Du bist nicht isoliert auf der Welt, du bist nicht isoliert gegenüber den anderen. Du bist in allem und durch alles hindurch, und so ist dein Ausdruck im Zusammenhang mit allem, was ist. Nimmst du dich also im Zusammenhang mit allem, was ist, wahr, so kannst du ohne weiteres deinen aktuellen Zustand erlauben, ohne ihn zu werten. Du kannst ohne weiteres den Blick auf das richten, was sich dir daraus eröffnet, und dies dankbar und voller Liebe annehmen, dich gesegnet fühlen. Das unleidliche Leben ergibt sich aus der Undankbarkeit. Und wir sagen dies nicht, um dir zu attestieren, dass du dankbarer sein könntest, sein müsstest. Wir sagen dies, um dir den Blick zu öffnen für den wertenden Aspekt, der mitschwingt, wenn du nicht ganz annimmst. Wenn du sagst, ich tue dies, doch ich sollte etwas anderes tun, so wertest du dein Tun herab und versetzt dich in eine niedrige Frequenz. Ich tue dies, doch ich sollte etwas anderes tun, katapultiert dich in ein Gefühl von Schuld, welches eine niedrige Frequenz ist. Aus dieser niedrigen Frequenz heraus empfindest du keine Dankbarkeit, denn Dankbarkeit und Schuld gehen nicht miteinander einher. Empfindest du stattdessen Dankbarkeit für das, was dir gegeben ist, für diese Erfahrung und alles, was daraus resultiert,
So bist du automatisch in einer hohen Frequenz. Du haftest nicht an dein Tun, dein Handeln an, nicht an Gewohnheiten. Und somit werden diese Gewohnheiten, dein Tun, dein Handeln weniger gewichtig. Und du kannst aus dieser Frequenz der Dankbarkeit heraus das tun, was sich dir ergibt. Das, was dem Menschen zusetzt in seinem Alltag, was ihm das Gefühl gibt, nicht frei zu sein, nicht in Lebensfreude zu sein, nicht in dem Leben zu sein, was er lieben würde, ist stets und immer wieder neu das Richten über sich selbst, über andere und sich selbst, das Bewerten und Vergleichen mit der Vergangenheit, mit der gewünschten Zukunft, mit dem, was ist und was gewünscht war, was sein sollte. Mit jedem Vergleich, den du anstellst, den ihr anstellt, mit jedem Vergleichen wertest du das Hier und Jetzt ab. Selbst wenn du es aufwertest, wertest du es aus der höchsten Perspektive ab, weil der Wert selbst nicht wandelbar ist. In dem Moment, in dem du denkst, du könntest aufwerten, das Hier und Jetzt, hast du es bereits abgewertet. Denn das Hier und Jetzt ist in seinem vollen Wert unendlich wertvoll. Der Wert ist nicht wandelbar, nicht beschränkbar. Das Hier und Jetzt steht für sich in seinem vollen Wert, in seiner vollen Schönheit, in dem, was es ist. Alles, was ist. Und nur jetzt und hier ist dieses alles, was ist. Genauso wie du. Genauso wie das Hier und Jetzt in seinem vollen Wert wertvoll ist, ohne auf- oder abgewertet werden zu können, weil es diesen absoluten Wert des Hier und Jetzt gibt, gibt es deinen absoluten Wert. Dieser wandelt sich nicht. Alles, was dir widerfährt, unterstützt deinen Wert, doch es wertet nicht auf, nicht ab. Es unterstützt dich im Erkennen deines Wertes. Erkennst du, dass du etwas tust, das deiner Frequenz nicht gut tut, so siehst du doch, dass dieses, das du tust, deinen Wert nicht beschränken kann, niemals eingrenzen, niemals abwerten kann. Ebenso wenig kann irgendetwas, das du tust und tun kannst, deinen Wert aufwerten. Und somit ist das, was viele von euch in dieser Zeit erleben, ein Aufwerten, ein Abwerten, ein nicht ganz diese scheinende, diese strahlende Identität sein, die ihr wünscht zu sein in jedem Moment, und dann wieder ganz diese scheinende, strahlende Realität zu sein, die ihr wünscht zu sein, diese Identifikation mit dem, was ihr denkt, wie ihr sein müsstet, scheinen müsstet, wenn ihr doch das wärt, was ihr wärt, was ihr denkt zu sein. Wir sagen, indem ihr erlebt, dass ihr auf diese und auf jene Weise sein könnt, scheinen könnt, lasst ihr los von dem Scheinen wollen. Hierin liegt die tiefe Aufrichtigkeit mit sich selbst. Aufrichtigkeit mit sich selbst bedeutet zunächst einmal anzunehmen und anzuerkennen, wie das Hier und Jetzt sich entfaltet. Kannst du annehmen, dass du bewusst eine Wahl getroffen hast, dass du bewusst eine Gewohnheit verfolgt hast und in diesem Moment verfolgst, dass du bewusst wegschaust, wenn es um bestimmte Themen geht, dass du bewusst in einer niedrigen Frequenz bleibst und Reaktionsmustern näherst, von denen du weißt, dass sie deine Frequenz auf ein bestimmtes Niveau bringen,
dass er niedrig schwingend als Licht durchflutet, gefühlt wird durch dich, möglicherweise auch durch dein Umfeld. In dem Moment, in dem du dir eingestehst, dass du dies gewählt hast, bist du im Frieden. Aus diesem Frieden und nur aus diesem Frieden heraus kannst du neu wählen. Bist du im Widerstand, erkennst du nicht an, dass dies tatsächlich eine ganz einfache Wahl deinerseits war. Daraus ergibt sich, dass du nicht anerkennst, dass du anders wählen kannst. Wenn du nicht anerkennst, dass du frei bist in deinem Wählen, anders wählen kannst, und dies in jedem Moment neu, so fühlst du dich gefangen. Wir sagen also, Aufrichtigkeit mit dir selbst beginnt im aufrichtig deiner Wahl gegenüber Anerkennung schenken. Schenke der Wahl, die du gewählt hast, deine Liebe. Schenke dir selbst die Liebe für die Wahl, die du getroffen hast. Stelle dich nicht gegen dich, denn du als dein Feind blockierst jeden Ausdruck deines Seins auf vollkommene Weise. Erlaube dir, durch alles hindurch zu sein, durch die Entscheidungen, die nicht so weise sind, sei es im Kleinen oder im Großen, durch die Entscheidungen, die sehr lichtvoll erscheinen. Erlaube dir, durch alles hindurch zu sein, was du bist, alles, was ist, in deinem vollen Wert. Dein Wert, dein Sein verändert sich nicht mit dem, was du tust. Dein Erleben verändert sich und jedes Erleben bereichert dich. Aufrichtig sein mit sich selbst, ehrlich sein mit sich selbst, also beginnt immer mit dem Anerkennen, dem tiefen Anerkennen von der Wahl, die du getroffen hast, von der Frequenz, in der du dich befindest. Kannst du diese liebevoll anerkennen, so wehrst du dich nicht gegen sie. Wenn du dich nicht gegen sie wehrst, so kannst du wieder wahrnehmen, was an Impulsen dir zugespielt wird. In deinem Wahrnehmen hast du keinen Druck, keinen Drang, keinen Zwang, all diesen Impulsen nachzugehen. Du erlaubst, dass Impulse um Impulse dich einladen, aus dieser Frequenz heraus neu in eine andere Frequenz zu gehen, eine andere Wahl zu treffen. Und somit fühlst du dich gesegnet, denn du weißt, in jedem Moment wartet eine neue goldene Gelegenheit auf dich und niemals vergehen diese neuen goldenen Gelegenheiten. Du hast keine Zeit, die dich drängt. Du hast keine Lebensspanne, die dich einengt. Du kannst in diesem Moment dankbar sein für die Wahl, die du getroffen hast und all die Ereignisse, die sich daraus ergeben haben, die Erfahrungen, die dir zugespielt wurden. Du kannst dankbar sein und in deiner Dankbarkeit wandelt sich deine Frequenz, wandelt sich dein Fühlen mehr hinein in das, was du bist, in dein Sein. Und aus diesem Wandel heraus erscheint dir der Impuls greifbarer. Kannst du ihm folgen, ohne dich zu zwingen? Kannst du ihm folgen, indem du ihn genießt? Kannst du ihn ruhen lassen, bis er sich dir ganz öffnet, als etwas, wo du wirklich und mit ganzem Herzen Ja zu sagst? Der Mensch, der sich zwingt, hat vieles erreichen können. Doch eines wird er niemals, niemals erreichen. Der Mensch, der sich zwingt, wird niemals die volle Liebe, den vollen Frieden erleben, denn Zwang ist immer eine Einschränkung der Liebe. Zwang ist immer eine Begrenzung der Essenz des Seins, eine Verdichtung. Um also ganz und gar die Erfüllung zu erfühlen, die Erfüllung zu leben, gilt es, zwanglos
anzunehmen, anzuerkennen, dass du gewählt hast und in jedem Moment neu wählen kannst. Aus dieser Anerkennung deiner Wahl, deiner selbst, deiner Frequenz gegenüber lässt sich alles neu wählen. Wir wissen, dass eine niedrige Frequenz dir suggeriert, dass selbst eine höhere Frequenz dir nichts Schöneres schenken könnte und somit eine Sinnlosigkeit sich breit machen kann. Denn der Zustand, die Frequenz, in der du dich befindest, suggeriert dir immer die absolute Realität. Die absolute Realität allerdings liegt allein in der Liebe. Nur wenn du liebst und diese Liebe fühlst, weißt du, was wirklich ist. Du magst fühlen, dass es dich hier und dorthin zieht, dass auch diese niedrige Frequenz dich ruft, dass diese hohe Frequenz vielleicht gerade gar nicht nach deinem Geschmack ist, doch du weißt, diese Liebe ist das, was die tatsächliche einzige absolute Realität ist. Bringst du sie in die niedrige Frequenz hinein, so kannst du auch diesem Erleben etwas abgewinnen, so kannst du auch dieser nicht gar so weisen, von deiner Seite bewerteten, nicht gar so weise bewerteten Erfahrung etwas abgewinnen, denn du siehst, dass in jede Erfahrung die Liebe hineingefühlt werden kann, dass aus jeder Erfahrung die Liebe herausgefühlt werden kann und dass mit dem Fühlen der Liebe in jeder Erfahrung dein Leben vollkommen ist, in jedem und durch jedes Erleben hindurch. Das ist der Grund, weshalb viele von euch nicht das absolute, vollkommene, lichtvolle Leben frei von niedrig bewerteter Schwingung wählen. Denn ihr wollt wissen, dass ganz gleich, was um euch geschieht, überall Liebe fühlbar ist. Erlaubt ihr euch keine anderen Erfahrungen als die, die bereits von Liebe durchdrängt und geflutet sind, so könnt ihr auch nicht fühlen, dass ihr selbst diese Liebe in allem entdecken, in allem fühlen, in allem sehen, in allem erlauben könnt, dass ihr selbst es seid, die alles in Liebe wandeln durch euren Blick für die Liebe, durch euer Wissen von dieser Liebe, die durch alles hindurch ist, die in allem ist. Ihr habt gute Gründe, hier und da nicht die höchste Frequenz zu wählen. Und doch, jede nicht gewählte höchste Frequenz ist ein bewusster Schritt, um auch dort die Liebe blühen zu lassen. Je mehr du alles, was du wählst, anerkennst, desto tiefer erfährst du, dass du in allem Liebe fühlen kannst, jedoch nicht musst. Du möchtest, dass jeder Mensch auf dieser Erde nachvollziehbar ist in seinem Wirken und seinem Handeln, ganz gleich zu welcher Zeit er sich hier aufgehalten hat oder immer noch aufhält, ganz gleich wie lange er dies noch tun wird. Du möchtest, du willst es nachvollziehen, denn du weißt tief in deinem Innern, du bist auch dieser Ausdruck des Göttlichen, auch diese Form, auch diese Wahl. Und somit dient jedes Erleben deiner Hingabe an die Schöpfung, deinem Erkennen, dass alles in Harmonie ist und du alles bist. Je mehr du dich ganz und durch alles hindurch erkennst, desto weniger brauchst du in den Widerstand zu gehen, desto weniger brauchst du zu werten und desto einfacher wird dein Leben. Wir betonen hier einfach, denn das glückliche Leben, es ist einfach. Wenn du denkst, du brauchst dieses und jenes in deinem Leben, um glücklich zu sein, so bist du in dem Spiel verankert, welches Regeln folgt. Wenn du weißt, dass alles, was du brauchst, frei dir gegeben ist in jedem Moment, so kannst du dieses alles genießen, ohne es abzuwerten, ohne es für selbstverständlich oder nicht selbstverständlich zu nehmen. So bist du dankbar für alles, was dir gegeben ist. Und in dieser Dankbarkeit
öffnen sich dir die Türen deines einfachen und doch tiefen Lebens. So viel du auch spielen kannst, eines wirst du nicht erspielen, und das ist die Tiefe deiner Liebe. Die Tiefe deiner Liebe ergibt sich aus der Dankbarkeit, dass alles ist, wie es ist, und du es nicht zu wandeln brauchst, dass deine Wahl immer vollkommen ist und sich aus dieser Vollkommenheit heraus die Liebe ergibt und dass diese Liebe Dankbarkeit ist, dass Dankbarkeit Liebe ist, dass Liebe Dankbarkeit ist, dass Dankbarkeit Liebe ist. Wenn du keine Liebe fühlen kannst, so sei dankbar für das, was ist, für das, wofür du Dankbarkeit fühlen kannst. Du brauchst nicht dankbar für das zu sein, was dir keinen Sinn ergibt. Bist du jedoch dankbar für das, was sich dir als Erfahrung daraus eröffnet, so eröffnet sich dir etwas, das mit der Frequenz dieser Dankbarkeit übereinstimmt. Deine Frequenz informiert dein Erleben. Deine Frequenz kreiert dein Erleben. Deine Frequenz ist dein Leben. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit mit sich selbst also bedeutet, anzunehmen voller Liebe und Dankbarkeit, was du gewählt hast, anzuerkennen, dass du gewählt hast. Und aus dieser Anerkennung heraus, der wahrhaftigen Anerkennung deiner Wahl heraus, dir zu erlauben, neu zu wählen und bewusst neu zu wählen. Das einfachste Mittel, um aufrichtig sich selbst gegenüber das Leben zu leben, ist, die Dinge, mit denen du nicht im Frieden bist, statt sie zu werten, in die Anerkennung zu bringen, die Dinge anzuschauen, indem du in dich hineinfühlst, spürst, wo kein Frieden ist, kommend aus dem Herzen der Liebe, spürst aus der Liebe heraus, in welchem Bereich es dir schwerfällt, gerade zu lieben, dorthin zu gehen, dorthin zu schauen und liebevoll anzuerkennen, dass du dies gewählt hast. Ich erkenne an, dass ich dies zu meiner Realität gemacht habe, dass ich dies als meine Realität gewählt habe. Ich erkenne an, dass ich dies als meine Realität gewählt habe. In der Tiefe deines Anerkennens erfährst du Verstehen, Verständnis für dich selbst, für deine Wahl. Aus diesem Verstehen, aus diesem Verständnis für dich selbst heraus ergibt sich tiefer Frieden, löst sich jeder Widerstand gegen diese Wahl und bist du frei, neu zu wählen. Ich erkenne an, dass ich neu wählen kann. Ich wähle jetzt Liebe. Ich wähle zu lieben. Ich wähle Liebe. Ich wähle geliebt zu sein. Ich wähle mich selbst zu lieben. Ich wähle zu lieben. Ich wähle die Liebe.
Je tiefer du in dieser Wahl gehst, desto mehr zeigen sich dir die Bilder der Auflösung, desto mehr lösen sich innerlich die Erfahrungen auf, an denen du festgehalten hast, desto mehr kannst du sehen, wie vielleicht nicht die erlebte Wahl in ihrer dichten Form sich ändert, jedoch das erlebte Gefühl, die erlebte Frequenz in dieser Wahl. Niemals geht es um das Was, immer geht es um die Frequenz in diesem Was, die du trägst. Genau deshalb und nur deshalb gehst du in das Erleben all dieser unterschiedlichen Möglichkeiten, denn du weißt und willst fühlen, dass dies wirklich wahr ist. Du weißt, dass du die Liebe bist und somit Liebe in allem ist. Das ist deine ultimative Wahl. Je mehr du dich ihr hingibst, desto selbstbewusster bist du, desto aufrichtiger mit dir selbst fühlst du zu sein. Wir möchten noch auf den Bereich der Entscheidungen eingehen. Entscheidungen, die ihr fühlt, treffen zu wollen, treffen zu müssen. Entscheidungen, die möglicherweise eurer Aufrichtigkeit mit euch selbst entspringen wollen, entspringen sollen. Wir sagen, allein das Gefühl, entscheiden zu müssen, bringt euch in eine Position, in der ihr euch hin und her gerissen fühlt. Denn eine Option schließt die andere aus. Es gibt niemals nur zwei Optionen. Ihr seid gesegnet mit unendlichen Möglichkeiten. Wenn ihr all diese Möglichkeiten auf zwei beschränkt, so wisst ihr, dass ihr bereits in einer Enge befindlich seid. Aus der Enge heraus lässt es sich nicht gut wählen, denn die Wahl erfolgt nicht aus dem Herzen, sondern aus der Angst. Um also frei und voller Liebe zu wählen, empfehlen wir zunächst einmal wieder den Reichtum der Optionen wahrzunehmen. So viele Möglichkeiten sind euch gegeben. Wenn du denkst, es gibt nur die Möglichkeit zwischen bleiben und gehen, so sagen wir, es gibt die Möglichkeit zu bleiben voller Liebe und zu bleiben voller Ungeduld und Angst. Es gibt die Möglichkeit zu gehen aus der Flucht heraus oder aus dem Gefühl, irgendwohin gezogen, irgendwohin geleitet zu sein. Es mag wie zwei große Möglichkeiten erscheinen, doch wir sagen, in jeder Möglichkeit steckt Frieden, wenn du die Liebe wählst. Hinter einer Entscheidung also verbirgt sich niemals ein Entweder-Oder. Was sich wirklich darin verbirgt, ist deine Wahl der Frequenz. Eine Entscheidung erlaubt dir zu sehen, wie leicht du dich in deiner Frequenz beirren lässt, wenn die Dinge im Außen nur groß genug sind. Sie lädt dich zugleich ein, die Liebe zu wählen und den Rest folgen zu lassen. Der Mensch neigt dazu und wir wissen darum, den äußeren, den sichtbaren Dingen mehr Bedeutung beizumessen als den Frequenzen, dem Unsichtbaren, dem Gefühlten.
Wir regen dich und euch daher dazu an, mit Nachdruck und voller Liebe. Wir regen euch dazu an, stets der Frequenz den Vorzug zu geben. Wenn du also fühlst, wie in unserem Beispiel, dass du entweder bleiben oder gehen kannst, herausfinden musst, ob es an dir ist zu bleiben oder an dir ist zu gehen, so sagen wir, der einzige Ort, an den es gilt zu gehen, ist dein Herz, ist dein Sein, aus deinem dich selbst fühlen heraus. Öffnet sich dir die Möglichkeit zu lieben. Um also eine Wahl zu treffen, die voller Liebe ist, erkennst du auch hier zunächst einmal an, dass du diese Position gewählt hast, dass du gewählt hast, in dieser Entscheidungsposition zu sein. Ich erkenne an, dass ich diese Situation für mich kreiert und gewählt habe. Ich erkenne an, dass ich gewählt habe, in dieser Situation, in dieser Position zu sein. Ich erkenne meine Wahl an und ich erkenne an, dass ich anders, dass ich neu wählen kann. Und ich wähle jetzt. Und was immer du wählst, es mag Frieden sein, es mag ein liebevoller Umgang miteinander sein, es mag ein wunderschönes Gefühl an dem Ort, an dem du bist, sein. Was immer es ist, du wählst dieses wunderschöne Gefühl, du wählst diesen Frieden mit diesen Personen, du wählst alles das, was du wählst. Und schließlich fühlst du, dass diese Wahl Liebe ist. Ich wähle Liebe. Ich wähle jetzt Liebe. Ich wähle zu lieben und die Liebe zu fühlen in allem und durch alles hindurch. Ich wähle Liebe. Je tiefer du in diese Wahl gehst, desto klarer öffnet sich dir der Weg, der vor dir liegt. Es ist nun keine Entscheidung mehr zu treffen, denn du siehst, was sich dir aus der Liebe heraus ganz natürlich eröffnet. Du siehst, wie der Weg geebnet ist, von Liebe und Licht durchflutet. Und es ist frei von Widerstand. Ein einfaches Erleben dessen, von dem, womit du gesegnet bist. Ich wähle Liebe. Aus der Tiefe dieser Wahl heraus gibt es kein Entscheiden für dich, keine Entscheidung zu treffen, denn du siehst und fühlst und fühlst und siehst. Und im Zweifelsfall ist es immer der Moment, den du wählst. Der Moment der Liebe, den du wählst. Es ist kein passives der Entscheidung entfliehen. Es ist ein tiefes Wissen und Vertrauen, dass aus deiner Frequenz der Liebe heraus die Dinge sich so zusammenfügen, wie sie harmonieren, wie sie mit deiner Frequenz des Lichts der Liebe in Harmonie sind. Wählst du also die Liebe, ohne aktionistisch etwas zu tun, das sich dir nicht zeigt aus der Liebe heraus, so öffnet sich dir jedes Tun, jede Aktion ganz zum göttlichen Zeitpunkt.
Und wenn dieser jetzt nicht gekommen ist, so kommt er dann, wenn es dran ist. Du kannst also, anstatt in Unruhe zu sein und unter Druck zu sein, zu fühlen, die Liebe des Moments genießen, in jedem Moment, bis zu jenem Moment, in dem es gilt für dich, das zu tun, was sich dir eröffnet, aus der Liebe heraus, die Liebe fühlend. Wir möchten hier anmerken, dass Liebe nicht bedeutet, mit niemandem anzuecken. Sie bedeutet nur, dass das Anecken nicht wehtut, dir nicht wehtut, dem anderen nicht schadet. Wer Schmerz erleben will, erlebt diesen Schmerz auch im Geliebtwerden. Es ist also nicht an dir, die Erfahrungen der anderen einzusortieren, zu werten, zu verhindern oder zu fördern. Es ist an dir, dein eigenes Erfahren voll und ganz zu verantworten, dein eigenes Erfahren zu lieben und dankbar anzunehmen, aus deiner Liebe heraus zu erlauben, so und genau so zu erfahren, wie es sich dir aus der Liebe heraus ergibt. Liebe ist klar, Liebe ist brillant, Liebe ist einfach. Liebe ist, was du bist in deiner Vollkommenheit und bringt alles in seine Vollkommenheit. Nicht durch Einwirkung, nicht durch Macht, nicht durch Kraft, allein durch ihr Sein. Wir lieben dich, wir lieben euch, wir sind die Liebe, die du bist, die ihr seid, die alles ist. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.